Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu Tag 21. Bitte entschuldigt, dass ich nicht jeden Tag von Anfang bis Ende filme, aber ich muss jetzt mittlerweile Batterie sparen, da wir hier jetzt an Orten sind, wo es echt teuer werden kann, den Akku aufzuladen. Deswegen versuche mich kurz zu halten. Wir sind jetzt gerade in Lungden. Es ist 5 Uhr morgens und wir machen uns jetzt auf den Weg zum ersten großen Pass, den Ranjola Pass. Das sind 12 Kilometer bis nach Gokyo. Das ist unser Ziel für heute. Wir werden ungefähr 1100 Höhenmeter heute zurücklegen. Wir sind extra so früh losgezogen, damit wir hoffentlich, wenn wir an der Spitze des Passes sind, einen richtig geilen Ausblick haben. Deswegen sind wir heute schon um 4 Uhr aufgestanden, haben um 4:30 gefrühstückt und sind jetzt auf dem Weg. Viel Spaß. Ich hoffe, ich habe auch Spaß. Es wird auf jeden Fall anstrengend. Ganz da unten haben wir gestartet. Man muss nur also wirklich wortwörtlich einen Fuß vor den anderen setzen. Keine größeren Schritte, einfach nur auf seinen Atem achten. Und dann kriegt man das ganze Ding hier gewuppt. Lustig ist auch, ganz am Anfang hatten wir welche, die uns so richtig schnell überholt haben. Aber anscheinend haben sie sich verlaufen. Die rennen jetzt hier diesen steilen Scheiß hoch. Ich will nichts sagen, aber Schadenfreude ist da. So richtige Marathonläufer. Aber naja. So, eine Stunde lang, circa 1 Stunde 10 Minuten, ging es jetzt relativ steil nach oben. Also hier den ganzen Weg nach unten. Und wir sind auch schon in the clouds. Wir haben uns jetzt von Jiri bis hierhin, haben uns echt gut vorbereitet. Richtig gut. Mal gucken, wie das Wetter jetzt sein wird. Es ist aktuell noch sehr bewölkt. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber mein Bart fängt langsam an, kristallisch zu werden. Vor mir geht auch schon hier oben so langsam die Sonne auf und ich hoffe, es vertreibt die Wolken und den düsteren Look. Vor uns ist im Prinzip Flachland, alles voll mit Flachland. Vor 10 Minuten, 15 Minuten waren wir noch komplett bedeckt von Wolken und jetzt schaut euch mal das hier an. Wir sind umgeben von Bergen, das haben wir gar nicht gesehen. Wir sind von hier unten gekommen. Alleine dafür hat sich der ganze Trip gelohnt. Ich kann kaum beschreiben, wo wir gerade sind. Und hier ist alles so friedlich, ruhig und kalt. Das ist schon echt ein Erlebnis. Und wir sind noch nicht am Ende. Wenn wir an der Spitze sind, werden hoffentlich die Wolken genauso dezent am Himmel sein, dass wir einen richtig geilen Ausblick auf die höchsten Berge der Welt haben. Da müssen wir noch komplett hoch. Und ja, das wird noch ein bisschen dauern. Also wir werden, denke ich mal, noch 1,5 Stunden bis zum eigentlichen Peak unterwegs sein. Vielleicht wird es ja doch gar nicht so easy, wie wir es bisher gedacht haben. Aber aktuell ist es echt gut und die Sonne ist echt stark. Und so langsam werde ich auch anfangen. Ich habe jetzt hier auch schon meine Maske, dass ich meinen Mundschutz trage, weil die Luft hier wirklich immer dünner und kälter wird. Und ja, ich will mir lungentechnisch nichts antun. Wir sind auf den letzten Wegen hoch zur Spitze. Wie ihr seht, zum Greifen nah. So sieht es zumindest aus. Hier ist Andrew. Und wir müssen jetzt noch da hoch. Ich denke, wir werden hier im Zickzack hoch über dem Berg. Dann werden wir am höchsten Punkt sein. Das sind ungefähr 5450 Höhenmeter. Und die Sonne knallt hier richtig. Also ich kriege einen schönen Sonnenbrand. Ich habe aber auch keine Lust, mich zu covern. Ich will ein bisschen Bräune kriegen. Eigentlich ist es viel zu anstrengend, jetzt gerade ein Video zu machen. Aber wir sind auf den letzten paar hundert Metern. Ich bin mittlerweile auf Poles umgestiegen und auf Spikes. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Und wir sind auf den letzten hunderten Metern, kurz vorm Ziel, hier hoch. Aber es ist so steil und voller Schnee und eisig, dass wir keine Wahl hatten, uns darauf jetzt nochmal umzustimmen. Aber ja, wir geben Vollgas und gleich sind wir auf der Spitze. Puh.
Wir sind am Peak vom Rangela Pass angekommen. Und ja, leider ist die komplette Aussicht voller Wolken. Und normalerweise würde man dort jetzt den Mount Everest sehen und alles, was damit dazugehört, die höchsten Berge der Welt. Leider hat es jetzt nicht funktioniert, wir waren ein bisschen zu spät. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, wir sind jetzt auf 5400 Metern Höhe. So langsam kriege ich schon leichte Kopfschmerzen. Aber ja, wir haben den ersten Pass geschafft, jetzt geht es nur noch runter nach Gokyo. Das ist im Prinzip die Aussicht, stellt euch das einfach alles ohne Wolken vor. So, da uns jetzt die Höhe hier ein bisschen zu schaffen macht und wir so langsam Kopfschmerzen kriegen und müde werden, machen wir uns jetzt auch auf den Weg. Wir müssen dahin. Da ist Gokyo. So, wir haben uns jetzt schnell auf den Weg von oben nach unten gemacht und sind jetzt im Prinzip da vorne, kommen wir Gokyo schon näher. Uns beiden schlägt die Höhe echt gerade auf den Kopf und ja, mir ging es jetzt aktuell nicht so gut. Ich habe gerade so einen Herzschlag im Kopf die ganze Zeit und Kopfschmerzen. Und ganz am Anfang oben war mir auch ganz leicht schwindelig. Vielleicht sind wir einfach zu lange ganz oben auf der Spitze geblieben. Jetzt geht es mir allerdings auch schon ein bisschen besser. Aber es ist immer noch da. Also damit ist echt nicht zu spaßen. Wir versuchen jetzt den ganzen Weg hier runter zu gehen bis nach Gokyo. Und dann geht es uns hoffentlich besser. Und dann essen wir was und wir haben nichts mehr zu trinken. Gucken wir mal. Daumen drücken.